Hallo, hier kommt Valerie, euer Bastelwal. Das hier ist meine allererste Karte mit LEDs, mit Lichter drin. Und jetzt baue ich auf diese erste Erfahrung mit einer etwas hübscheren Version. Die Grundlagen habe ich schon in einem anderen Video erklärt und jetzt geht's los. So, ich habe meine Karte ausgedrückt und die Löcher, wo die Lichter kommen sollten, dann ausgeschnitten und auch ein Loch für unser Schalterteil. Es wird dann ein Schieber, ne, hin und her. Ich habe hier ein Make-up-Bürste. Sieht schon besser aus. So, der Muster habe ich auch auf diese Streife gedrückt, dass da hier unser Schieber hier hin und her bewegen kann. Und ins Fensterchen kommt True, also richtig oder falsch. Und das wird dann an, aus mit Lichter hier. Ich habe auch eine Faltkarte schon vorbereitet aus 300 Gramm Papier, dann umrandet mit der gleichen Farbe wie vorhin für den Card Front. Und jetzt markieren wir, wo unsere Lichter auf der Faltkarte kommen sollten. Und jetzt müssen wir auf der Faltkarte unser Stromkreis bauen. Die Lichter kommen hier in der Mitte von jeder von unseren Löcher. Irgendwie ein Schalter muss in Verbindung sein mit dem Schieber hier. Da brauchen wir auch Platz für eine Batterie. Vernünftige Stelle wäre einfach mittendrin hier, ungefähr da. Unser Kupferband muss auch die Lichter verbinden können. Und dann Batterie und dann Schalter. Okay, machen wir die Entscheidung. Da kommt unsere Knopfzelle hin. Und dann müssen wir eine vernünftige Zuleitung zu den Lichtern und mit Schalter. So, von einer Seite unserer Knopfzelle muss dann ein Stück Kupferband kommen. Dann weggehen mit einer Spalte. Ich denke, ich werde es ungefähr so machen. Ja, dass dann hier die Überbrückung entsteht für unser Schalter. Es geht dann zum Beispiel zum Negativen, also das ist alles negativ. Ja? Das auch, wenn die Verbindung steht. Und jetzt kommen wir von der Plusseite von unserer Knopfzelle. Das muss dann zu alle Lichter kommen mit einer kleinen Spalte zwischen den zwei Kupferteilen, genau in die zur richtigen Stelle. Es kann so rumgehen oder da und dann auseinandergehen. Aber ich denke, wir machen das ein bisschen logisch, das ist direkt. Also das geht zum ersten Licht, das hier geht zum ersten Licht. Und dann geht es weiter. So, das Negative mache ich rot. Positiv ist grün. Okay, wenn ich das alles hinkriege, dann, also ich muss hier vielleicht das ein bisschen anders machen, keine Ecke hier direkt, weil ich muss dann das Licht direkt hier irgendwo platzieren und deswegen ist es doof, wenn eine Ecke gerade an der Stelle sich befindet. So, okay, jetzt geht's los mit Kupferband. Und ich kann so ungefähr ausrechnen, wie viel ich brauche, samt Ecken. Und das macht das leichter. Man kann es einfach abziehen.
So. Okay, gehen erstmal den roten entlang. Ich habe hier 6 mm Kupferband. Es gibt auch dünnere. Dicke würde ich nicht gehen, weil das ist schon dick genug. Wir haben hier wenig Platz zum Manövrieren. Und deswegen, ich mache das ganz nah. Ich werde das ein bisschen rüberschieben, weil sonst kommt unsere Schiebe nicht hin zur richtigen Stelle. Und jetzt will ich das hier irgendwie direkt über die Platzierung gehen. Da ist mein Kreuz für mein Licht. Jetzt können wir vielleicht vorbei fahren an dieser Stelle, dass wie ich vorhin gesagt habe, dass ich keine Ecke direkt auf der Stelle, wo ich eigentlich eine Glühbirne brauche. So, und jetzt muss nicht ganz so weit gehen. Ja, meine Ecken sind nicht ganz so sauber, aber na, es funktioniert immer noch. Auch wieder ein bisschen vorbeigehen hier an meine Markierung. Und jetzt auf der positiven Seite mache ich das gleiche. Unsere Markierungen sind ein bisschen verdeckt. Und ich lasse ein gutes Stück umgeknickt hier, für wenn wir den Knopfzell einbinden in hier wollen wir zur Unterseite von der Knopfzelle, aber hier unsere Schalterstelle. Jetzt können wir kurz testen. Unsere Schalter zumachen. Macht das, dann muss ich alles ein bisschen halten. Und dann brauche ich eine dritte Hand. Schalter zu, Knopfzelle an und falsche Richtung vermute ich. Ja, da ist Licht. Gut. Dann können wir unsere LEDs jetzt richtig platzieren. So, die Knopfzelle mache ich jetzt fest. Direkt hier. So. Sehe ich diese? Ah ja, diese Richtung ist negativ, negativ ist unten, negativ ist das da. Schauen wir mal, ob ich das sofort richtig rum habe. Yep. So, und direkt auf den Punkt stellen wir unser Licht hin. Bisschen Gewicht darauf, dass es da bleibt, bis ich das festgemacht habe. So.
Sehr gut. Passt. Und das würde auch hier reinpassen. Da. Perfekt. Und jetzt müssen wir den Schalter irgendwie hinkriegen. So, der gedrückte Schalterteil habe ich, das war nur ein Streifen, gefaltet und dann ein bisschen ausgeschnitten, zusammengeklebt hier, dass wir ein Hin- und Herschiebe haben und dass der, was man hält, durchs Loch passt. Weil diese Streife ist etwas breiter als das Fenster. So muss man das ein bisschen zurückschneiden, dass es durchschaut. Okay, und jetzt haben wir unser Schriftzug, aber es hängt da was herüber und das können wir dann abschneiden. Und in die andere Richtung auch. Deswegen darf das Fenster nicht zu groß sein, sonst sieht man, es muss dann, dass der Text reinpasst, aber auch, dass man hier genug Platz hat für die 2 Schriftzüge, auch wenn sie hin und her schieben. Und das ist nicht viel extra hier, aber das ist, genau, passt. Und auf der True, die richtige Seite, muss hier unten unser Kupferband sitzen, dass hier, wenn auf True ist, dann Strom fließt. Und wenn ich das in die richtige Stelle platziere und das drüber, halten wir das fest. Dann sehen wir das genau. Also wo kein Schrift ist, unten ist unsere Schalter. So können wir das hier mit Kupfer auskleiden. Und dann muss es richtig heruntergedrückt sein. Und ich habe überlegt, ich denke, es ist am besten, wenn wir hier aufbauen mit einem Stück Moosgummi, dass das auf dem Kupfer gedrückt wird. So, erstmal hier mit Kupfer bekleiden. So, probieren wir mit nur ein Stück. So, das sollte hier sein. So, im Grunde funktioniert es, nur das ist nicht ganz so perfekt. Markieren wir, wo unsere Streife hin und her schiebt, dass wir wissen, dass wir das frei halten müssen. Und dann bauen wir jetzt eine Schicht Moosgummi. Hauptsächlich um diese Knopfzelle zu kaschieren, weil es doch 2,5 mm dick ist. Ich habe Moosgummi mit Klebeschicht, selbstklebend. Und von vorhin habe ich doch eine Streife, das kann ich gleich hier drauf tun. Wir brauchen auch die Lichte im Moosgummi, dass wir dann die ausschneiden können. Die Knopfzelle markieren. Ich kann es spüren dadurch. So, es funktioniert jetzt besser. Ich habe 2 Streifen Kupfer ziemlich weit nach hinten gezogen, aber dann mit Tesafilm bis hierhin abgedeckt, dass es dann schön glatt ist und doch ein bisschen höher ist hier an der wichtigsten Stelle. Und dann werden wir das auf der Richtigkeit prüfen. Tada! Oh, okay, ja.
Wenn es alles geklebt ist, hoffe ich, dass das dann funktioniert. Wir brauchen dann Farbtüpfelchen. Ich suche was aus. Ich habe kein dünnes farbiges Papier und so werde ich dann mein eigenes machen aus Küchenpapierstückchen. Jetzt mache ich mich ein bisschen sauber und dann hier drauf werde ich ein Stück Pergament kleben. Das von der Außenseite ohne Licht sieht aus wie Glühbirnen. Es hat doch funktioniert und jetzt habe ich noch eine Idee für meine nächste Karte. Bis dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal mit Bastelwahl.